Hinter mir seht ihr ein typisches kanadisches Einkaufscenter. Oder wie man hier sieht, eine Shopping Mall. Ja, die sehen alle so ungefähr gleich aus. Manche größer, manche kleiner, aber immer mit einem riesigen Parkplatz dabei, damit auch wirklich jeder hier Platz für sein Auto findet und hier Geld ausgeben kann. Also auch jetzt kein architektonisches Meisterwerk, sondern eher so praktisch und funktional. Hier kommen wir Glück hin, damit sie ein schickes Outfit finden, ein paar neue Düfte vielleicht oder kuriose Kleinigkeiten oder ganz einfach nur ein ganz tolles Schnäppchen suchen. Das stimmt auch für die meisten. Aber in Kanada haben die Einkaufscenter oder die Shopping Malls noch eine ganz andere Bedeutung. Zum Beispiel nehmen wir mal gerade das Wetter jetzt. Ne? Wir haben Winter, es ist 17 Grad minus, soll noch 20 cm Schnee kommen, ja. Da jetzt der vernünftige Mensch natürlich sagen, ja, bleib doch daheim. Aber du kannst ja auch nicht immer daheim leben. Und du musst dich ja auch so ein bisschen bewegen. Noch ist dann natürlich, ja, in so einem Wetter Jogging, ja, ein bisschen rutschig, ne? Spazieren, ja, nur mit Spezialausrüstung. Also was blieb da dann? Der Mall. Noch bevor die Geschäfte abhangen, treffen sich hier die Mallwalker. Ausgestattet mit Wasserflaschen und einer gehörigen Portion Energie marschieren die hier die Gänge oben rauf, trotzen Wind, Eis und Polarwinden. Mallwalking ist nicht nur Sport, das ist auch ein soziales Ereignis. Man trifft oft immer dieselben Gesichter, tauscht Neuigkeiten aus und ab und zu gibt es auch mal einen freundschaftlichen Sprint. Nicht schlecht. Vor allen Dingen hast du hier rutschfreien Boden. Mhm. In jeder Mall jeder auch einen Gastronomiebereich oder wie wir hier sagen, einen Food Court. Und der erste Laden, der hier oben ist natürlich der Kaffeeboot. Tim Hortons. Was bei euch Chibo ist es, bei uns hätte Tim Hortons jeder an jeder Ecke. Ja, und ob das jetzt die Belohnung ist für die Mallwalker oder ein lustiges Rentnertreffen, hier kommt man zusammen und hat Spaß hier. Schnabuliert ein bisschen, plaudert. Und inzwischen ist das ja auch so, dass du nicht nur Fritten und Burger hier kriegst. Ja gut, kriegst du auch, weil wir sind ja immer noch in der Mall. Aber inzwischen ist das hier so voll international geworden. Du kannst hier eine kleine kulinarische Weltreise machen. Mexikaner, Grieche, Thai, Indisch, also alles ist da. Kannst alles probieren und ohne Koffer. Ja, du kannst auch einfach nur hier rumsitzen. Du musst nichts verzehren. Kannst du das lustige Trivi anschauen oder in Ruhe deine E-Mails lesen. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Mit Käffchen läuft das alles besser. Und schauen wir jetzt in die Hölle. Ja. In vielen Malls sieht es auch ein Kino. Und hier gibt es auch eins, das Galaxy Cineplex Kino. Das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, hier die neuesten Filme auf einer riesengroßen Leinwand anzuschauen. Oh, ich muss hier stehen, ich dann Netflix hier und Konsorten. Ich schaue da nicht mehr so oft hin. Früher bin ich dreimal die Woche, jetzt ja nicht einmal im Jahr oder so. Ja, die Tickets sind ja auch jetzt ein bisschen teurer geworden, kostet ja $15.
Und wenn du dann noch Popcorn und Getränke dazu rechnest, bist du locker mal auf 25. Ne? Ja, da kann ich lieber, warte ich dann 3 Monate und lege mich dann zu Hause auf dem Sofa in schlauer Butz und selbst sie macht den Popcorn und lassen wir den Film dann an. Ja, gut, ist schon ein Erlebnis, ne? Die große Leinwand, der Sound, ja, aber so ein Sofa hat eigentlich auch seinen Charme. Ich könnte dienstags mal gehen. Da haben wir hier nämlich Seniorentag. $5 ein Ticket. Das ist nicht schlecht. Auch Kunst und Kultur ist in manchen Malls vertreten. Manche haben kleine Ausstellungen oder Kunstwerke. Hier haben wir so ja ein kleines Museum. Und die haben immer wechselnde Ausstellungen. Zurzeit ist eine Ausstellung über unsere Whisky-Brennerei von früher. Die geht nicht mehr. Die ganze Brennerei ist jetzt ein Apartmentgebäude. Aber wie gesagt, kleine Ausstellung, wie angefangen hat, wie man zum Whisky machen kann, was man braucht, das können wir jetzt hier erforschen. Ja, Shopping mit Kulturgenuss. Wer hätte das gedacht? Ich werde natürlich auch gefragt, sag mal, hast du kein Instagram-Konto? Ich habe eins, aber ich muss gestehen, ich bin da nicht so aktiv. Ich kann das auch nicht so mit den Selfies. Das ist irgendwie, das klappt nie. Aber das heißt ja nicht, dass jeder so ist wie ich. Ne? Es gibt ja genug Instagram-Leute, die jeden Tag 5-mal posten. Und in so einer Shopping Mall bietet sich natürlich unendliche Möglichkeiten dafür. Hier ist ja immer wieder neu dekoriert. Jetzt war gerade Weihnachten, ist vorbei. Die Santa-Dekoration ist weg. Aber jetzt haben wir Valentinstag. Bitte schön, Lind. Ne? Love, love, love. Ja, und dann geht das immer so weiter. Da kommen die Osterhasen, dann kommen die Herbstblätter und so, ne? Und da bieten sich hier natürlich so viele Möglichkeiten für Selfies. Außer ich. Ich poste da nicht so viele. Ist das schlimm? So, da hat er. Jetzt wisst ihr Bescheid. So eine Einkaufsmall in Kanada ist nicht nur zum Shoppen da. Nein, es ist auch Social Media Bühne oder ein Fitnessstudio oder es kann aber auch eine Kunstgalerie sein oder ein Fressparadies, um mal neue exotische Gerichte auszuprobieren. Ja, so ist das. Also, ich wünsche euch jetzt. Ich hoffe, euch hat die kleine Information über Einkaufszentren gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Gut, bis dann. Madet gut. Tschüss.